Hello everyone, today is day 29 of our language challenge. We are confidently moving down the home stretch. I don't know about you, but over this time I've gotten so much valuable practice preparing for the ÖIF B2 speaking section. We have broken down a massive number of topics and learned plenty of useful idioms, core phrases and just great vocabulary words. Today's topic is very familiar to me as well. Back in my school days, we used to have short breaks right in the middle of our classes where we would all stand up and go some light stretching. While I haven't had activities like that during the actual workday in my career, we quite often went to play football together after hours. It was incredibly fun and did wonders for lifting our team spirit. So, let's get this started. Now, to take your exam strategy to the absolute next level, let's break down a set of advanced topic-specific vocabulary and full sentence phrases. Mastered phrases like this are exactly what you need to avoid generic, repetitive words under stress. They will help us express complex logistical ideas fluently, negotiate budgets smoothly, and prove to the examiner that we can speak naturally and precisely in any real-life Austrian scenario. Let's dive straight into them. How to start the conversation. Der Einstieg. Hallo, hast du schon gehört? Wir müssen planen. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht? Unser Chef hat uns gebeten, zu organisieren. Wollen wir gleich mit der Planung anfangen? Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Am besten fangen wir mit an. Making suggestion and brainstorming. Vorschläge machen. Ich würde vorschlagen, dass wie wäre es, wenn wir organisieren kaufen? Es wäre sinnvoll zuerst zu erledigen, meinst du nicht? Wir könnten auch in Betracht ziehen. Agreeing with the partner, zustimmen. Das ist eine ausgezeichnete Idee, das machen wir so. Dein Vorschlag klingt sehr vernünftig. Ich bin absolut dafür. Genauso machen wir es. Das spart uns viel Zeit. Polite disagreement and alternatives. Widerspruch und Gegenvorschläge. Das ist ein interessanter Vorschlag, aber ich befürchte, das ist zu teuer, aufwendig. Ich verstehe deinen Punkt, aber wie wäre es stattdessen mit? Meinst du wirklich? Ich denke, es wäre besser, wenn wir Dividing Tasks and Logistics. Aufgaben verteilen. Wer übernimmt die Verantwortung für? Könntest du dich vielleicht kümmern? Ich würde mich dann bemühen. Ich kann gerne den Einkauf, die Buchung übernehmen, wenn das für dich okay ist. Übernimmst du das? Ja, abgemacht. Closing the discussion, der Abschluss. Zusammenfassend halten wir fest, du kümmerst dich und ich mache. Wir haben alles Wichtige besprochen. Wollen wir uns nächste Woche noch einmal kurz treffen? Perfekt, dann steht der Plan. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. You want to organize a health day for your company's employees together with your colleague in order to improve well-being at the workplace. Consider which activities you would like to offer: lectures on health and nutrition, fitness workshops, or medical checkups, and how you will motivate the employees to participate. Discuss when and where the event should take place and who will contact external experts, trainers or nutritionists. Also consider who will order healthy snacks for the breaks and how the division of responsibilities within the team will be managed. Well, let's start with our organizational activities. We will use the maximum possible number of template phrases that can serve as your foundation for organizing other similar events. Hallo, unser Chef hat uns gebeten, dass wir einen Gesundheitstag für Mitarbeiter planen, um das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie wir anfangen sollen? Hallo. Ja, das ist eine wunderbare Initiative. Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Am besten fangen wir mit der Frage an, welche Aktivitäten wir anbieten wollen. Ich denke, viele Kollegen klagen über Rückenschmerzen vom langen Sitzen. Was meinst du?
Ich würde vorschlagen, dass wir professionelle Trainer einladen, die interessante Fitnessworkshops organisieren und den Kollegen praktische Rückenübungen zeigen. Es wäre zudem sinnvoll, wenn wir Vorträge über gesunde Ernährung anbieten, da ungesundes Essen in der Mittagspause ein großes Problem ist. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Das machen wir so. Ich kann externe Experten und Trainer kontaktieren und ihre Verfügbarkeit prüfen. Wir könnten auch medizinische Check-ups ermöglichen, wie zum Beispiel eine kurze Seh- oder Blutdruckmessung direkt im Büro. Das wird die Mitarbeiter zur Teilnahme motivieren. Ein medizinischer Test ist super. Was die Not betrifft, sollten wir alle Workshops draußen im Stadtpark machen, damit die Kollegen an der frischen Luft sind. Das ist ein interessanter Vorschlag, aber ich befürchte, das ist vom Wetter abhängig und ein großes Risiko für unsere Planung. Ich verstehe deinen Punkt, aber wie wäre es stattdessen, wenn wir die passenden Räumlichkeiten reservieren? Zum Beispiel unseren großen Konferenzraum und den Gymnastikraum im Erdgeschoss. So sind wir flexibel. Dein Vorschlag klingt sehr vernünftig. Ich bin absolut dafür. Drinnen zu planen ist viel sicherer. Genauso ist es. Da es ein Gesundheitstag ist, dürfen wir kein Fastfood anbieten. Wer kümmert sich um das Essen für die Pausen? Ich kann gerne gesunde Snacks und Obstkörbe bestellen, damit alle Teilnehmer den ganzen Tag fit bleiben. Wir müssen dabei aber unbedingt das vorgegebene Budget einhalten, da Bioprodukte manchmal etwas teuer sind. Absolut richtig. Damit alles klappt, sollten wir einen detaillierten Zeitplan erstellen und die Aufgaben im Team aufteilen. Wer übernimmt was? Ich kann gerne den Kontakt zum Bio-Catering übernehmen, wenn das für dich okay ist. Außerdem erstelle ich das Anmeldeformular für die Kollegen. Aber könntest du dich vielleicht um die Trainer und den Zeitplan kümmern? Übernimmst du das? Ja, abgemacht. Ich rufe die Experten an, buche die Fitnesstrainer und erstelle das Tagesprogramm. Wir haben das Beste aus dieser Besprechung gemacht. Damit haben wir eigentlich an alles Wichtige gedacht, oder? Zusammenfassend halten wir fest, du kümmerst dich um das gesunde Essen und die Anmeldungen und ich mache die Buchung der Trainer und den Zeitplan. Wir haben alles Wichtige besprochen. Wollen wir uns nächste Woche noch einmal kurz treffen? Perfekt, dann steht der Plan. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. And to top it all off, we will finish today's session with a set of useful phrases and expressions on this topic. It is precisely thanks to having these building blocks in your vocabulary that your speech will eventually become natural and fluent, as you won't need to piece together a large number of individual words while frantically trying to put them in the right case with the correct ending. Event Conception and Expert Scouting. Einen Gesundheitstag für Mitarbeiter planen. Externe Experten und Trainer kontaktieren. Verträge über gesunde Ernährung anbieten. Das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessern. Workshops and Schedule Management. Interessante Fitnessworkshops organisieren, einen detaillierten Zeitplan erstellen, medizinische Check-ups ermöglichen, die Mitarbeiter zur Teilnahme motivieren. Logistics and Catering Selection. Gesunde Snacks und Obstkörbe bestellen. Die passenden Räumlichkeiten reservieren. Das vorgegebene Budget einhalten. Die Aufgaben im Team aufteilen. That's all for today, guys. Thank you so much for stretching and strengthening your BATS-5 skills with me on day 29. Just like those school day stretching breaks or football matches after work, taking care of your wellness and consistency is what keeps you winning. I would absolutely love to hear about the health or sports activities your current company offers, so definitely share your experience in the comments below. Also, the link to today's presentation slides is right there in the video comments, so make sure to download them. Practice this German dialogue out loud and master these high-scoring vocabulary terms. We have just one single day left in our massive BATS-2 marathon, and you are standing right before the finish line. Get some good rest tonight. See you tomorrow for the grand finale. Day
30. Keep your tips spirit high. You've got this. Keep pushing, stay motivated, and see you next time.